Immer mal wieder ein paar private Details. So erfahren die Hörer, dass Julia verheiratet ist. Jahrelang hat sie dabei geholfen, verlorene Angehörige wieder zu vereinen, gebrochene Herzen zu heilen und auseinanderrissene Familien wieder zusammenzubringen. Aber Julia Leischig, die beliebte Fernsehmoderatorin, die dafür bekannt ist, andere Menschen zusammenzubringen, hat im Stillen ein eigenes Geheimnis. Jetzt, nach 2 Jahren des Schweigens, ist sie endlich bereit, es der Welt zu sagen, sie ist verliebt. Kommentieren Sie auch an sie mit 1, wenn Sie Julias emotionale Wiedersehensfeiern schon einmal gesehen haben. Oder mit 0, wenn Sie zum ersten Mal von ihr hören. Was sie uns gerade mitgeteilt hat, ist bewegender als jede Folge je sein könnte. Bleiben Sie bei uns, wenn wir die Wahrheit über ihr Leben enthüllen. Julia Leischig enthüllt geheime Beziehung nach 2 Jahren. In einem exklusiven Interview mit einer prominenten Zeitschrift hat sich die bekannte deutsche Fernsehmoderatorin Julia Leischig offen zu ihrer langjährigen Partnerschaft bekannt. Diese Entscheidung hat die Medien überrascht und überrumpelt. Es ist eine große Veränderung für die notorisch verschlossene Moderatorin, die es während ihrer gesamten Karriere geschafft hat, eine Brandmauer zwischen ihrem Privatleben und ihrem Berufsleben zu errichten. Leischig machte diese herzliche Enthüllung, als sie offen über ihre Erfahrung sprach, die Liebe zu finden und gleichzeitig ihre Mission fortzusetzen. Familien durch ihr immens erfolgreiches Programm zu versöhnen. Ich habe das Glück gehabt, jemanden zu finden, der mich wirklich versteht, sagte Leischig angeblich in dem Interview. Nachdem ich anderen jahrelang geholfen habe, ihre Liebsten zu finden, habe ich alles getan. Ihre Erklärung hat in verschiedenen deutschen Medien ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit erregt und ihre Fans haben sowohl ihre Verwunderung als auch ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Obwohl Leischig verriet, dass sie sich durch gemeinsame Freunde bei einer Veranstaltung in der Branche kennengelernt haben und nicht durch ihre berufliche Tätigkeit, gab sie nur wenige Informationen über ihren Freund preis. Die beiden haben es jedoch nicht eilig, ihre Beziehung öffentlich zu machen, obwohl ihre Verbindung laut Insider, die den beiden nahestehen, sofort bestand. Wir wollten etwas Echtes schaffen, bevor wir es ins Rampenlicht stellen, so Leischig weiter. Dieser Gedanke erinnert an ihre Herangehensweise an die Beziehungen, die sie im Fernsehen zu rekonstruieren hilft, bei der Schwerpunkt eher auf echter Verbindung als auf öffentlichem Spektakel liegt. Kollegen haben inzwischen bestätigt, dass sie in den letzten 2 Jahren leichte Veränderungen in Leischigs Temperament beobachtet haben und dass sie bei den Aufnahmen der letzten Folgen zufriedener wirkte. Andererseits hatte niemand Grund zu der Annahme, dass sie hinter den Kulissen eine ernsthafte Beziehung pflegte. Leischig lieferte mehrere überzeugende Argumente für die Notwendigkeit der Wahrung der Abgrenzung in ihrer Liebesbeziehung. Leischig betonte die Wichtigkeit der Wahrung beruflicher Grenzen, indem sie erklärte, mein Beruf verlangt von mir, anderen Menschen bei der Bewältigung ihrer emotionalen Reise zu helfen. Um meine Reise genießen zu können, ohne von anderen verurteilt zu werden, brauchte ich etwas Privatsphäre. Schaffung der Voraussetzungen für Authentizität. Das Paar wollte sicherstellen, dass seine Beziehung auf echter Verbundenheit beruht und nicht auf der Aufmerksamkeit, die es in den Medien erhält, Vertraulichkeitsaspekte, da Leischig die Feinheiten von Beziehungen täglich miterlebt, war ihm bewusst, wie wichtig es ist, ihre Beziehung in einem Rahmen zu pflegen, der nicht von der Öffentlichkeit kontrolliert wird. Darüber hinaus äußerte die Moderatorin ihre Befürchtungen über die möglichen Auswirkungen, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihr berufliches Image haben könnte. Der Ruf, den sich Leischig als fürsorgliche Vermittlerin erworben hat, die sich nur um die emotionalen Bedürfnisse ihrer Besucher kümmert, ist wohlverdient. Ich wollte nie, dass mein persönliches Glück von den wichtigen Geschichten, die wir erzählen, ablenkt, fügte sie hinzu. Es scheint, dass sie den Zeitpunkt ihrer Ankündigung gut überlegt hat. Nach Angaben von Personen, die mit dem Produktionsprozess vertraut sind, hat Leischig den Rat ihres Senders eingeholt,
bevor sie die Verbindung öffentlich machte. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass die Nachricht die nachfolgenden Sendungen, die sich auf besonders wichtige Wiedervereinigungen konzentrieren, nicht überlagert. Darüber hinaus stellte Leischig fest, dass beide Parteien erhebliche Anstrengungen unternehmen mussten, um diese strenge Vertraulichkeit zu wahren. Wir haben zahlreiche Einladungen zu Veranstaltungen, bei denen wir zusammen fotografiert werden könnten, abgelehnt, sagte sie in einem Interview. Was ihre Präsenz in den sozialen Medien anbelangt, so ging dieses Bemühen um Vorsicht so weit, dass keine der beiden Parteien Fotos von sich selbst veröffentlichte, obwohl sie in privaten Situationen unzertrennlich waren. Medienkommentatoren wurden dazu angeregt, über die Belastung nachzudenken, die prominente Persönlichkeiten in Bezug auf ihr Privatleben durch die Entdeckung erfahren. Leischigs Methode ist ein Beispiel für einen alternativen Weg, bei dem die persönliche Erfüllung Vorrang vor dem öffentlichen Konsum hat. Während viele Prominente Beziehungen als Mittel zur Erlangung von Berühmtheit nutzen, bietet Leischigs Ansatz einen alternativen Weg. Es wurde erklärt, dass ihr Ehepartner, dessen Identität in den ersten Berichten nicht vollständig veröffentlicht wurde, Leischigs Arbeit befürwortet und sich des emotionalen Tributs bewusst ist, den sie manchmal fordern kann. Leischig sagt, dass die Grundlage dafür, dass sich ihre Beziehung ohne die zusätzlichen Anforderungen der Außenwelt entwickeln konnte, auf dem gegenseitigen Respekt und Verständnis beruhte, das sie miteinander teilten. Wie ist die Romanze entstanden und wie hat sie sich entwickelt? Die überraschende Liebeserklärung eines zurückhaltenden deutschen Fernsehstars hat viele Menschen über die Anfänge dieser streng geheimen Affäre ins Grübeln gebracht. Abseits der Medien hat sich eine allmähliche Verbindung entwickelt, die es den wahren Gefühlen erlaubt, auf natürliche Weise zu erblühen. Diese Beziehung ist die Ursache für die öffentliche Enthüllung. Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung für die Branche kamen sie zum ersten Mal miteinander in Kontakt und es waren gemeinsame Freunde, die sie einander vorstellten. Berichten zufolge war ihre erste Begegnung eher beiläufig, aber sie hatte eine nachhaltige Wirkung auf beide. Dies steht im Gegensatz zu den dramatischen Wiedersehen, die Julia im Fernsehen inszeniert. Nach diesem Erlebnis blieben sie weiterhin in Kontakt, indem sie gelegentlich telefonierten und sich Nachrichten schickten. Als ihre Beziehung stärker wurde, trafen sich die beiden heimlich zu Kaffee und intimen Mahlzeiten. Sie bemühten sich bewusst, Restaurants und Bars zu meiden, die von Personen des öffentlichen Lebens frequentiert wurden. Dank ihrer vorsichtigen Herangehensweise konnte sich ihre Beziehung auf authentische Weise entwickeln, ohne von anderen Kräften beeinflusst zu werden oder zu früh in den Fokus der Öffentlichkeit zu geraten. Als Julia ihren Geliebten einer ausgewählten Gruppe zuverlässiger Mitarbeiter vorstellte, hatten sie einen großen Meilenstein in ihrer seit mehreren Monaten andauernden Beziehung erreicht. Mit Hilfe dieses engeren Kreises konnten die beiden ihre Beziehung abseits der Öffentlichkeit aufbauen, sodass sie ihre Beziehung in aller Diskretion führen konnten. Als sie 6 Monate lang zusammen waren, hatten sie eine bequeme gemeinsame Routine entwickelt, zu der auch ruhige Wochenenden an abgelegenen Orten gehörten, an denen sie sich ihrer Einsamkeit sicher sein konnten. Sie waren in der Lage, berufliche Härten gemeinsam zu meistern, was ihre Beziehung noch weiter stärkte. Julias Freund war in der Lage, sie während der schwierigen Dreharbeiten konsequent zu unterstützen. Die Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Beziehung über einen Zeitraum von 2 Jahren war eine bewusste Entscheidung, die mehrere Herausforderungen mit sich brachte. Sie waren vorsichtig, wenn es um große Feste und Feiertage ging, und feierten häufig allein, fernab von Familientreffen, bei denen Bilder in Umlauf gebracht werden könnten. Dieses Engagement für die Wahrung ihrer Privatsphäre erforderte kontinuierliche Arbeit, aber letztendlich trug es zur Vertiefung ihrer Beziehung bei. Die Grundlage ihrer lang anhaltenden Verbindung ist die gemeinsame Wertschätzung von Ehrlichkeit, ein Prinzip, das Julia auch in ihrem Berufsleben durch ihre Arbeit mit Reunions fördert. Beide Partner legen mehr Wert auf echte zwischenmenschliche Beziehungen als auf digitales Engagement
und schalten häufig ihre elektronischen Geräte aus, um sich ganz auf den anderen zu konzentrieren. Wir wollten mehr Zeit miteinander verbringen als mit unseren Telefonen, soll Julia in ihrem Interview gesagt haben. Dies entspricht den Ergebnissen einer Studie über die Bedeutung der digitalen Trennung für das Glücksempfinden in einer Beziehung. Ihre Beziehung hielt, weil ihre Ansichten über das öffentliche und private Leben miteinander vereinbar waren. Während Julia durch emotional aufgeladene Ereignisse in ihrem Arbeitsleben navigiert, bietet ihr Ehepartner eine ausgewogene Sichtweise und emotionale Erdung. Aufgrund dieser komplementären Dynamik gab es Raum für Verletzlichkeit, ohne zu urteilen, was für jemanden, der im Berufsleben regelmäßig mit den Gefühlen anderer konfrontiert ist, von entscheidender Bedeutung ist. Das Paar legt großen Wert auf die Erhaltung seiner körperlichen Gesundheit als grundlegenden Bestandteil seiner Beziehung und unternimmt häufig gemeinsame Wanderungen in entlegenen Gebieten, in denen es unwahrscheinlich ist, dass sie erkannt werden. Diese Aktivitäten dienen zwei Zwecken. Erstens schützen sie ihre Privatsphäre und zweitens fördern sie ihre Beziehung durch den Austausch von Erfahrungen und nicht durch den Handel mit materiellen Gütern. Als Julias Zeitplan während der Dreharbeiten besonders anspruchsvoll wurde, passte ihr Freund seine eigenen Verpflichtungen an, um sie hinter den Kulissen zu unterstützen. Dieser anpassungsfähige Ansatz der Zusammenarbeit zeugt von einer echten Wertschätzung für Julias beruflichen Enthusiasmus und stellt gleichzeitig sicher, dass ihre Beziehung weiterhin Priorität hat. Das Paar legte klare Grenzen fest, wann sie über die Arbeit sprechen durften, während sie gleichzeitig das schwierige Gleichgewicht zwischen ihren beruflichen Anforderungen und ihrer persönlichen Beziehung meisterten. Durch diese bewusste Trennung zwischen beruflichen Verpflichtungen und der Zeit, die sie mit der anderen Person verbrachten, wurde ein Schutzraum geschaffen, in dem beide Parteien in der Lage waren, sich ganz aufeinander einzulassen, unabhängig von der emotionalen Intensität von Julias Aufgaben beim Fernsehsender. Was bedeutet das für ihr öffentliches Image und ihre Fangemeinde? Die öffentliche Wahrnehmung von Julia Leischig, die für ihre zurückhaltende Seite als Fernsehpersönlichkeit bekannt ist, hat sich durch die Reaktionen, die ihre offene Liebeserklärung ausgelöst hat, stark verändert. Nach der Entdeckung wurde unter Prominenten über das schwierige Gleichgewicht zwischen ihrer beruflichen Identität und ihrer Privatsphäre diskutiert. Als Reaktion auf Leischigs Erklärung haben die Fans in verschiedenen Medien eine Vielzahl von Emotionen geäußert, von denen die meisten als positiv bezeichnet werden können. Mehrere Fans, die die Sendung seit langem verfolgen, äußerten Erstaunen und Genugtuung über die Moderatorin, die ihre Karriere dem Zusammenbringen von Menschen gewidmet hat. Die Tatsache, dass jemand, der im Bereich der Hilfe bei der Suche nach geliebten Menschen tätig ist, seine eigene Verbindung diskret und abseits der Öffentlichkeit pflegt, ist ein Thema, das in den Kommentaren regelmäßig angesprochen wird. Die Interaktion auf den Plattformen der sozialen Medien zeigt unterschiedliche Reaktionsmuster in den verschiedenen Zuschauergruppen. Ältere Zuschauer, die die Mehrheit von Leischigs primärer Zuschauerschaft ausmachen, neigen dazu, sie sehr zu unterstützen. Und sie erwähnen häufig, dass sie Glück verdient, nachdem sie so vielen Familien Freude bereitet hat. Jüngere Zuschauer hingegen scheinen eher daran interessiert zu sein, weitere Informationen über ihren Partner zu erfahren und die Gründe für die Geheimhaltung der Beziehung zu hinterfragen. Mehrere Leser haben versucht, Verbindungen zwischen den Umständen rund um Leischig und anderen Enthüllungen über Beziehungen von Prominenten herzustellen und darauf hinzuweisen, dass sich ihr Ansatz von dem normaler Medienberühmtheiten unterscheidet, die ihre Beziehungen nutzen, um bekannt zu werden. Diese Diskrepanz hat dazu geführt, dass Medienkritiker Leischigs Engagement für Authentizität und nicht für Ausbeutung lobend hervorgehoben haben. Trotzdem äußerte eine kleine Anzahl von Zuschauern ihre Unzufriedenheit darüber, dass sie im Dunkeln gelassen wurden, was bedeutet, dass sie die Möglichkeit hätten haben müssen,
mehr über das Privatleben einer Person zu erfahren, die sie über das Medium Fernsehen in ihr Haus eingeladen hatten. Diese Antworten geben einen Einblick in die widersprüchlichen Erwartungen, die an die Öffentlichkeit in Bezug auf den Grad der Privatsphäre und die Transparenz gestellt werden. Maßnahmen der Transparenz. Die Aufrechterhaltung von Leischiks sorgfältig aufgebautem Image als fürsorgliche Vermittlerin ist ein strategisches Ziel, das durch die Offenlegung erreicht wird. Sie hat die gleiche Vorsicht und den gleichen Respekt vor emotionalen Grenzen an den Tag gelegt, die für ihr professionelles Vorgehen charakteristisch sind, indem sie die öffentliche Bekanntgabe ihrer Partnerschaft um 2 Jahre hinausgezögert hat. Es hat den Anschein, dass ihre Glaubwürdigkeit durch die Kohärenz zwischen ihren persönlichen Entscheidungen und ihren beruflichen Grundsätzen im Laufe der Zeit eher zugenommen als abgenommen hat. Nach Ansicht von Medienkennern macht diese Enthüllung Leischik vielleicht sogar zugänglicher. Ihre Funktion als eine Person, die Menschen bei schwierigen emotionalen Problemen hilft, wird durch die Tatsache, dass sie erfolgreich eine private Beziehung geführt hat und gleichzeitig in der Öffentlichkeit präsent ist. Reeler, ein Branchenexperte, stellte fest, ihr persönliches Glück macht sie für die Zuschauer plastischer, ohne dass ihr beruflicher Fokus darunter leidet. Auch der Zeitpunkt ihrer Ankündigung scheint sorgfältig gewählt worden zu sein, um den Schaden für ihr berufliches Image zu begrenzen. Indem sie ihre Beziehung während einer Produktionspause und nicht während einer emotional aufgeladenen Saison bekannt gab, konnte Leischik klare Grenzen zwischen ihren persönlichen Nachrichten und den Geschichten von Personen, die sie im Fernsehen begleitet, wahren. Es ist bemerkenswert, dass die Enthüllung Parallelen zu dem Rahmen ihrer Show aufweist. Darüber hinaus hat Leischik nun ihre eigene emotionale Reise offengelegt, wenn auch zu ihren eigenen Bedingungen und nach ihrem eigenen Zeitplan, so wie sie auch anderen durch emotionale Wiedervereinigungen hilft. Das Publikum reagiert positiv auf diese Symmetrie, denn es gefällt ihm, dass die Moderatorin Lebensabschnitte erlebt hat, die mit denen vergleichbar sind, die sie beruflich begleitet. Für die Zukunft erwarten Beobachter der Branche subtile Veränderungen in der Art und Weise, wie Leischik bestimmte emotionale Segmente in ihrer Sendung angehen könnte. Das Szenario deutet darauf hin, dass ihr persönliches Glück ihrer ohnehin schon mitfühlenden Persönlichkeit auf dem Bildschirm zusätzliche Wärme verleihen könnte, während sie gleichzeitig die professionelle Distanz beibehält, die für ihre Rolle als Vermittlerin in den emotionalen Reisen anderer notwendig ist. Wie haben sich ihre Karriere und ihr Privatleben überschnitten? Julia Leischik hat während ihrer gesamten Karriere als mitfühlende Fernsehpersönlichkeit eine klare Trennung zwischen ihrem Privatleben und ihrem Berufsleben eingehalten. In Anbetracht ihres jüngsten Liebesbekenntnisses scheint diese Trennung zum jetzigen Zeitpunkt von größter Bedeutung zu sein. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Leischik eine Fernsehpersönlichkeit, die die Zuschauer auf bemerkenswerte emotionale Ausflüge mitnimmt. Von 2007 bis 2011 produzierte sie die RTL-Sendung Vermisst. Seit 2012 moderiert sie. Julia Leischik sucht, bitte melde dich, auf Sat.1. In beiden Sendungen geht es um das Zusammenführen von Familienmitgliedern, die lange Zeit getrennt waren, was zu emotionalen Szenen führt, die zu ihrem Markenzeichen geworden sind. Bei der Vertragsverlängerung sagte Leischik, Sat.1 und ich sind seit 13 Jahren ein gutes Team. Das streng gehütete Privatleben, das sie führt, steht in krassem Gegensatz zu diesem beruflichen Engagement, das sie gezeigt hat. In der Tat hatten nur sehr wenige ihrer Mitarbeiter Grund zu der Annahme, dass sie eine wichtige Beziehung pflegte, während sie sich gleichzeitig den Gefühlsgeschichten anderer widmete. Leischiks Erfolg kann zu einem großen Teil auf ihre Fähigkeit zurückgeführt werden, ihr Leben abzugrenzen. Indem sie ihre persönlichen Beziehungen vertraulich behandelte, war sie in der Lage, den nötigen emotionalen Freiraum zu schaffen, um sich voll und ganz auf die ernsten Umstände einzulassen, die ihr in ihren Sendungen präsentiert wurden.
in einem Bereich, in dem emotionale Erschöpfung sehr häufig vorkommt. War diese Disziplin möglicherweise ein Faktor, der zu ihrer Langlebigkeit beitrug? Überraschenderweise ähneln die Themen, die in Leischicks Programmen behandelt werden, häufig Teilen ihres eigenen Lebens. Während ihrer Konzerte spricht sie mit ihrem Publikum meist über Themen wie Familienzusammenführungen nach Jahren der Abwesenheit. Die Schwierigkeit, trotz der Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist, Verbindungen aufrechtzuerhalten. Einer der wichtigsten Aspekte bei emotionalen Entdeckungen ist das Timing. Die emotionale Wirkung ihrer Arbeit wurde von einem religiösen Kommentator hervorgehoben. In dieser Sendung macht sich die Moderatorin Julia Leischig auf die Suche nach vermissten Menschen, und das ist oft sehr emotional. Denn die Geschichten dahinter sind nicht immer die einfachsten. In Anbetracht der Tatsache, dass Leischig Mutter eines Mädchens ist, scheint ihr Verständnis für die Beziehungen da innerhalb der Familie sehr persönlich zu sein. Interessant ist auch, dass ihre eigene Erfahrung des Aufwachsens in der Oberpfalz zu ihrem unverfälschten Zugang zur Dynamik der deutschen Familien in der Region beigetragen haben mag. Ihre berufliche Identität wird anschließend durch die Offenlegung ihrer persönlichen Beziehung gestärkt, die ihr die notwendige Dimension verleiht. Im Laufe vieler Jahre war sie diejenige, die anderen durch ihre emotionalen Zeiten geholfen hat, während sie gleichzeitig privat ihren eigenen großen Beziehungsmeilenstein erlebt hat. Dass sie in der Lage ist, zwischen ihrem beruflichen Bedürfnis, transparent zu sein, und ihrem persönlichen Recht auf Privatsphäre zu unterscheiden, zeigt die Tatsache, dass sie diese außergewöhnliche Fähigkeit besitzt. Wie geht es für Julia Leischig und ihren Partner weiter? Nach der schockierenden Enthüllung von Julia Leischig geht es nun um die Zukunft von Julia Leischig und ihrem Freund. Nach 2 Jahren, in denen sie ihre Liebe sorgfältig verheimlicht haben, stehen Julia Leischig und ihr Freund nun vor der Frage, wie öffentlich ihre Beziehung werden soll. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine offiziellen Verlautbarungen über die Möglichkeit gemeinsamer öffentlicher Auftritte. Aufgrund von Leischigs traditionell vorsichtiger Haltung bei der Verbindung von Privat- und Berufsleben gehen Branchenexperten davon aus, dass sich die öffentliche Präsenz eher allmählich als abrupt ändern wird. Das Paar wird wahrscheinlich mit einem sorgfältig ausgewählten Auftritt bei einem nicht im Fernsehen übertragenen Branchenevent das Wasser testen. So ein prominenter Medienexperte. Dieses methodische Vorgehen steht im Einklang mit ihrer bisherigen Verpflichtung, ein hohes Maß an Authentizität und Anonymität zu wahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in naher Zukunft zu einer beruflichen Zusammenarbeit kommt, scheint gering zu sein. Leischig legt in ihren Programmen Wert auf herzliche Familientreffen, ein Format, das ihren Partner natürlich ausschließt. Die Alternative wäre, dass sie sich überlegen, wie sie die unterschiedlichen beruflichen Ziele des anderen unterstützen können, ohne dabei ihre eigene berufliche Identität zu verlieren. Andererseits gibt es mehrere Wohltätigkeitsveranstaltungen, an denen Leischig in der Vergangenheit unter seinem Namen teilgenommen hat und die möglicherweise eine Gelegenheit für die beiden bieten könnten, zum ersten Mal gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit aufzutreten. Durch diese kontrollierten Bedingungen könnten sie den Fokus der Medien steuern und Themen fördern, die ihnen wichtig sind. Wie bei den meisten neu bekannt gewordenen Beziehungen haben Fans und Medien ihre Neugier auf einen möglichen Heiratsantrag zum Ausdruck gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt haben weder Leischig noch ihr Freund auf die Gerüchte reagiert, die im Umlauf sind. Leischig legt mehr Wert auf ihre Privatsphäre. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Verlobung erst bekannt gegeben wird, wenn sie sich an ihren neuen öffentlichen Status gewöhnt haben. Medienfachleute haben festgestellt, dass Prominente, die ihre Beziehungen privat halten, bei wichtigen Lebensentscheidungen oft ähnlichen Mustern folgen. Was die Absichten für die Familie betrifft, so gibt Leischigs derzeitige Position als Mutter ihrer Tochter den Kontext für alle zukünftigen Gespräche, die in Bezug auf die Familie geführt werden könnten. Es ist möglich,
dass die beiden ihrer jetzigen Familie höchste Priorität einräumen, bevor sie eine Erweiterung ihrer Familie in Erwägung ziehen. Währenddessen ist Leischiks Produktionszeitplan weiterhin äußerst anspruchsvoll, da das ganze Jahr über ständig neue Episoden gedreht werden. Die Tatsache, dass sie eine berufliche Verpflichtung hat, zeigt, dass jede größere Veränderung in ihrem Leben sorgfältig geplant und mit den Verpflichtungen, die sie bereits für ihre Arbeit eingegangen ist, koordiniert werden muss. Es hat den Anschein, als ob das Hauptziel des Paares in absehbarer Zukunft darin besteht, den Wechsel von privaten zu öffentlichen Persönlichkeiten erfolgreich zu meistern und gleichzeitig die echte Beziehung, die sie abseits des Rampenlichts entwickelt haben, aufrecht zu erhalten. Die Zukunft entfaltet sich, Privatsphäre und öffentliches Leben im Gleichgewicht. Während der gesamten Zeit dieser unerwarteten Enthüllung hat Julia Leischig ein beeindruckendes Maß an Kohärenz zwischen ihren persönlichen Entscheidungen und ihren beruflichen Grundsätzen gezeigt. Der bewusste Ansatz, den sie bei der Familienzusammenführung im Fernsehen verfolgt, spiegelt sich zweifelsohne in ihrer Entscheidung wider, den Zustand ihrer Beziehung nach 2 Jahren endlich zu offenbaren. Das Wichtigste ist, dass dieses Eingeständnis einen willkommenen Kontrast zu den üblichen Ankündigungen von Prominenten darstellt, die manchmal den Anschein erwecken, als seien sie zum Zweck der Maximierung der Aufmerksamkeit konstruiert. Leischig hingegen legte Wert darauf, eine echte Grundlage zu schaffen, bevor sie ihre Beziehung in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Dank dieser gezielten Methode wurden beide Paare zweifellos vor der Aufmerksamkeit geschützt, die neue Beziehungen zwischen berühmten Persönlichkeiten normalerweise zerstört. Der Zeitpunkt scheint sowohl bewusst als auch taktisch gewählt zu sein. Während Leischig genügend Informationen weitergegeben hat, um die an der Verbindung interessierten Personen zu befriedigen, hat er auch kritische Grenzen eingehalten, die die Kontinuität der Partnerschaft schützen. Sie hat ihr berufliches Image als sympathische Vermittlerin aufrechterhalten und es ist möglich, dass dieser Einblick in ihr persönliches Glück sogar zur Verbesserung dieses Rufs beigetragen hat. Mit Blick auf die Zukunft werden Leischig und ihr Freund mit der Schwierigkeit konfrontiert sein, ein Gleichgewicht zwischen ihrer neu erlangten Prominenz und ihrer langjährigen Vorliebe für die Abgeschiedenheit zu finden. Sie haben einen vorsichtigen Wechsel von vollständiger Geheimhaltung zu begrenzter Transparenz vollzogen, was bedeutet, dass sie weiterhin Entscheidungen treffen werden, die ihre Verbindung schützen und gleichzeitig das öffentliche Interesse berücksichtigen. Fans, die Leischigs Arbeit verfolgen, können nun eine wichtige Parallele erkennen. Die Frau, die anderen bei der Suche nach geliebten Menschen hilft, hat ihre eigene wichtige Partnerschaft entdeckt. Ihre persönlichen Erfahrungen ergänzen somit ihr professionelles Bild, ohne die emotionalen Erzählungen, die den Kern ihrer Arbeit ausmachen, zu verdecken. Die Tatsache, dass Leischig bereits eine wichtige Lektion über zeitgenössische Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aufgedeckt hat, hängt nicht davon ab, ob er in Zukunft weitere Äußerungen zur Ehe oder Familienerweiterung macht oder nicht. Die Wahrung der Privatsphäre muss nicht im Widerspruch zu einer echten Beziehung zu seinem Publikum stehen, wie sie beweist. Letztendlich erinnert uns ihre Offenbarung daran, dass auch Menschen, die für die Begleitung anderer auf einer emotionalen Reise verantwortlich sind, es verdienen, ihre Momente der Freude abseits des Rampenlichts zu haben. Ihr romantischer Partner, ohne den Grundton und die Absicht der Sendung zu verändern. Ein Insider des Senders brachte es auf den Punkt. In der Show geht es um andere, um echte Menschen und echte Geschichten. Julias privates Glück steigert ihr Einfühlungsvermögen, aber ihre Rolle bleibt die der Vermittlerin, nicht die des Themas. Was sich jedoch ändern könnte, ist die Energie hinter ihrer Arbeit. Diejenigen, die dem Produktionsteam nahestehen, haben ein subtiles, aber wachsendes Selbstvertrauen und eine emotionale Tiefe in ihrer Bildschirmpräsenz festgestellt, insbesondere in den letzten Staffeln.
Ein langjähriger Kollege meinte, man spürt, dass sie mit sich selbst im Reinen ist. Das verleiht ihr eine zusätzliche Ebene der Authentizität. Die Zuschauer spüren das, auch wenn sie nicht wissen, warum. Leischig selbst hat diese Entwicklung angedeutet. In einer offenen Bemerkung während ihres Interviews räumte sie ein: Wenn dein Herz voll ist, kannst du anderen mehr Raum geben. Es ist eine leise Veränderung, aber eine tiefgreifende. Diese Bemerkung ist bei ihrem Publikum auf große Resonanz gestoßen und hat eine neue Wertschätzung für ihre unaufdringliche, aber sehr emotionale Arbeit im Fernsehen ausgelöst. Privatleben und langfristige Visionen. Hinter den Kulissen beschreiben Freunde, die dem Paar nahestehen, eine Beziehung, die auf Ausgewogenheit und langfristiger Planung beruht. Obwohl sie derzeit keine Pläne haben, zu heiraten oder ihre Beziehung im traditionellen Sinne zu formalisieren, bauen sie bereits ein gemeinsames Leben durch Reisen, Wellnesspraktiken und ein Heimleben auf, das auf gemeinsamen Werten basiert. Berichten zufolge teilen sie ihre Zeit zwischen Berlin und einem ruhigeren Haus auf dem Lande auf, ein Arrangement, das den doppelten Vorteil bietet, Zugang zur Medienwelt zu haben und ihr zu entfliehen, das Anwesen auf dem Land, das Insidern zufolge vor kurzem unter Mitwirkung der beiden renoviert wurde, spiegelt ihr gemeinsames Interesse an Einfachheit und bewusstem Leben wider. Ein Freund, der es besuchte, beschrieb es als bescheiden, friedlich, mit Bücherregalen, natürlichem Licht und keinen Fernsehern in den Haupträumen. Ihre Wochenenden drehen sich oft um Rituale des langsamen Lebens, gemeinsames Kochen, Gartenarbeit oder intime Abendessen für einen kleinen Kreis von vertrauten Freunden. Hier tankt Julia neue Energie, sagt einer ihrer Produzenten. Sie hat gelernt, sich abzuschalten, um sich wieder zu verbinden mit sich selbst, mit ihrem Partner und mit dem emotionalen Kern, der ihre Geschichten antreibt. Öffentliche Rezeption und langfristige Auswirkungen auf die Marke. Aus der Perspektive der Markenbildung hat Leischigs Enthüllung neue Schichten ihrer öffentlichen Persona eröffnet. Weit davon entfernt, ihre professionelle Autorität zu schmälern, hat die Offenheit über ihre Beziehung ihre Glaubwürdigkeit erhöht. Die Fans sehen sie jetzt nicht nur als geschickte Vermittlerin von Wiedervereinigungen, sondern auch als jemand, der hinter den Kulissen genau die Verletzlichkeit erlebt hat, die sie für andere durchlebt. Mehrere Medienanalysten haben sich zu den möglichen Verschiebungen in ihrer Markenpositionierung geäußert. Eine besonders auffällige Beobachtung stammt von der deutschen Kulturjournalistin Theresa Albrecht. Leischigs Marke war immer auf stilles Vertrauen und emotionale Tiefe aufgebaut. Die Tatsache, dass sie im Stillen geliebt hat, ohne dies für Einschaltquoten oder Berichterstattung auszunutzen, vertieft dieses Vertrauen. Es erinnert die Öffentlichkeit daran, dass manche Dinge immer noch heilig sind. Diese Verschiebung könnte zu einer größeren Reichweite für ihre Plattform führen. Ersten Messungen zufolge hat das Engagement in den sozialen Medien im Zusammenhang mit ihrer Enthüllung eine Welle jüngerer Zuschauer angelockt, von denen einige ihr Programm zuvor umgangen hatten, da sie es in erster Linie für ältere Bevölkerungsgruppen als relevant ansahen. Daraus ergeben sich nicht nur Chancen für den Sender, sondern auch für Leischig selbst, die ihre Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich machen kann. Es gibt auch Spekulationen, dass sie ein Buch schreiben oder eine Dokumentation über Liebe und Wiedervereinigung produzieren könnte. Nicht speziell über ihre eigene Beziehung, aber davon beeinflusst. Ein Set-1-Manager antwortete auf die Frage nach dieser Möglichkeit: Sie hat etwas zu sagen, wann und wie sie es sagt. Bleibt jedoch ganz ihr überlassen, so wie es immer war. Fortgesetzte Advocacy, Arbeit und soziale Verantwortung. Neben ihrer Arbeit im Fernsehen hat sich Leischig zunehmend für Themen engagiert, die ihre Werte widerspiegeln, insbesondere die Familienzusammenführung über den Bereich der Unterhaltung hinaus. Sie hat im Stillen Nichtregierungsorganisationen unterstützt, die sich mit Flüchtlingen, vermissten Personen und internationalen Suchaktionen befassen.
indem sie ihre Plattform und ihre Ressourcen diskret, aber sinnvoll zur Verfügung stellte. Insider vermuten, dass ihre Liebesbeziehung ihren Wunsch, zu diesen Dingen beizutragen, noch verstärkt hat. Wenn man die Kraft der Liebe und der Verbundenheit am eigenen Leib erfahren hat, so ein Kollege, dann versteht man, wie grausam ihr Fehlen sein kann. Julia hat das schon immer gewusst, aber jetzt ist es mehr als nur beruflich, es ist persönlich. In diesem Zusammenhang hat Leischig kürzlich eine Zusammenarbeit zwischen Sat.1 und dem Deutschen Roten Kreuz für eine Aufklärungskampagne über vermisste Personen beraten. Obwohl das Projekt noch in der Entwicklung ist, spiegelt diese Situation ihr wachsendes Interesse an der Verbindung von Aufklärungsarbeit und emotionalem Storytelling wider. Das nächste Kapitel aufschlagen. Mit Blick auf die Zukunft scheinen sowohl Leischig als auch ihr Partner bereit zu sein, ihren gemeinsamen Weg so fortzusetzen, wie er begonnen hat. Vorsichtig, privat und mit Absicht. Wie sie in ihrem Interview sagte, wir stürzen uns nicht in die Öffentlichkeit. Was wir haben, ist real. Und was real ist, muss nicht bewiesen werden. Dennoch gibt es bereits subtile Anzeichen von Offenheit. Eine Instagram-Story, die einer ihrer engen Freunde kürzlich hinter den Kulissen gepostet hat, zeigt 2 Gläser Wein, einen Sonnenuntergang in der Landschaft und eine Bildunterschrift, die lautet: Dankbar für ruhige Momente und Liebe, die keine Worte braucht. Obwohl in dem Posting keiner der beiden genannt wurde, haben langjährige Fans schnell die Verbindung hergestellt. Wenn überhaupt, dann könnte diese zurückhaltende Sichtbarkeit das neue Modell für die Beziehungen zwischen Prominenten im Zeitalter der ständigen digitalen Bloßstellung sein, präsent, aber nicht performativ, offen, aber nicht überbelichtet. Gefällt dir dieses Video? Wenn du dich für Julia freust und die Liebe unterstützt, die in der Stille und abseits des Rampenlichts wächst. Sind Sie der Meinung, dass Prominente ihre Beziehungen privat halten sollten? Oder sollten sie mit Ihren Fans teilen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Denken Sie daran, sich anzumelden, denn hinter jedem öffentlichen Gesicht verbirgt sich ein privates Herz, das auf Aufmerksamkeit wartet.